In diesem Video beantworten wir die Frage, warum die partielle Integration die Umkehrung der Produktregel ist. Um diese Frage zu beantworten, erinnern wir uns zunächst daran, dass die Integration die Umkehrung der Differentiation ist. Eine Funktion groß f von x heißt Stammfunktion von klein f von x, falls groß f' von x gleich klein f von x ist. Umgekehrt gilt, Integral von klein f von x dx ist gleich groß f von x plus c. Dabei ist c eine reelle Konstante und die dürfen wir auch nicht vergessen, da Stammfunktionen nur bis auf eine reelle Konstante eindeutig bestimmt sind. Betrachten wir kurz ein Beispiel. Es sei groß f von x gleich x², dann erhalten wir als Ableitung von groß f, klein f von x ist gleich groß f' von x gleich 2x. Durch Integration können wir diesen Prozess umkehren und aus klein f von x gleich 2x durch Integration wieder groß f von x erhalten. Das heißt, Integral von 2x dx ist gleich x² plus c, also gleich groß f von x plus c. Schauen wir uns nun an, wie wir diese Beziehung zwischen Ableitung und Integration ausnutzen können, um zu zeigen, dass die partielle Integration die Umkehrung der Produktregel ist. Sind f und g zwei differenzierbare Funktionen, so lautet die Ableitung von f von x mal g von x gemäß Produktregel f von x mal g von x' ist gleich f' von x mal g von x plus g' von x mal f von x. Durch Integration beider Seiten erhalten wir Integral von f von x mal g von x' dx ist gleich Integral von, Klammer auf, f' von x mal g von x plus g' von x mal f von x, Klammer zu, dx. Da Integrieren, wie wir eben gesehen haben, die Umkehrung des Differenzierens ist, heben sich auf der linken Seite der Gleichung Integral und Ableitung auf, wobei wir allerdings eine Integrationskonstante erhalten, wie wir es eben im Beispiel auch gesehen haben. Es gilt also, f von x mal g von x plus c1 ist gleich dem Integral von, Klammer auf, f' mal g plus g' mal f, Klammer zu, dx. Mit der Summenregel für Integrale können wir das Integral auf der rechten Seite in zwei Integrale aufsplitten und erhalten damit f von x mal g von x plus c1 ist gleich Integral von f' von x mal g von x dx plus Integral von g' von x mal f von x dx. Das Integral ganz rechts bringen wir nun auf die linke Seite, indem wir es auf beiden Seiten der Gleichung subtrahieren. Dadurch erhalten wir f von x mal g von x plus c1 minus Integral von g' von x mal f von x dx ist gleich Integral von f' von x mal g von x dx. Vertauschen der beiden Seiten der Gleichung ergibt dann Integral von f' von x mal g von x dx ist gleich f von x mal g von x plus c1 minus dem Integral von g' von x mal f von x dx. Da wir nach wie vor auf der rechten Seite noch eine Stammfunktion von g' von x mal f von x zu bestimmen haben, werden wir auch hier eine Integrationskonstante c2 erhalten. Da wir dann beide Konstanten c1 und c2 zu einer einzigen Konstanten c zusammenfassen können, ist der Wert von c1 an dieser Stelle egal.
Daher können wir direkt auch c1 gleich 0 wählen und dann ergibt sich die uns bekannte Formel für die partielle Integration eines unbestimmten Integrals, nämlich von f' von x mal g von x dx ist gleich f von x mal g von x minus dem Integral von g' von x mal f von x dx. Die Antwort auf die Eingangsfrage, warum partielle Integration eigentlich die Umkehrung der Produktregel ist, findet sich in der ersten Zeile und der darauf folgenden Rechnung. Hier haben wir die Produktregel bzw. die Ableitung auf der linken Seite der Gleichung durch Integration rückgängig gemacht und dadurch nach einigen Umformungen die Formel zur partiellen Integration erhalten. Ganz analog erhält man die Formel zur partiellen Integration bestimmter Integrale, wenn man die linke und rechte Seite der Gleichung analog integriert. Die resultierende Rechnung sehen wir hier auf der rechten Seite.